Leben ist selbst unter extremsten Umweltbedingungen hier auf der Erde möglich, zum Beispiel in den heißen Thermalquellen auf dem Boden der Tiefsee. Ein Indiz dafür, dass es auch auf unwirtlichen Planeten oder Monden außerirdisches Leben geben könnte. Jetzt hat ein Forschungsteam entdeckt, dass wohl selbst in Riesenhöhlen der Antarktis ganze bislang unbekannte Ökosysteme existieren könnten. Auf welche Lebensformen die gefundenen DNA-Spuren hinweisen und warum diese Entdeckung auch außerirdisches Leben wieder ein Stück weiter wahrscheinlich macht. Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. In Bodenproben aus den warmen Höhlen unter antarktischen Gletschern hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon vor einiger Zeit die DNA-Spuren von Bakterien und Pilzen identifizieren können. Ein australisches Forschungsteam hat nun darin überraschenderweise auch DNA-Spuren von verschiedenen Arten von Moos, Gliederfüßlern, Fadenwürmern und Algen entdeckt. Ein Hinweis darauf, dass dort Pflanzen, Tiere, ja sogar ganze Ökosysteme existieren könnten. Bisher unbekannte Lebensformen, quasi Aliens auf der Erde. Der Tatort, der Mount Erebus auf Ross Island und 3 weitere Vulkane in dieser Region. Unter ihnen existiert ein verzweigtes System von Tunneln, die einmal durch die heißen Dämpfe der Vulkane entstanden sind. Die Grundlage für Leben an diesen Orten sei tatsächlich gegeben, so das Forschungsteam. Nahe manchen Höhleneingängen gibt es wohl Licht und in den Höhlen selbst kann es bis zu 25 Grad warm werden. Eine beteiligte Forscherin erzählt beispielsweise, dass man in den Höhlen selbst tatsächlich ein T-Shirt tragen kann. Diese Bedingungen sicherten die Energieversorgung von Leben, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Neben dieser Entdeckung sind vor allem diejenigen Genfragmente in den Proben spannend, die sich einfach nicht identifizieren lassen. Dies spricht nämlich für bislang unbekannte Tier- und Pflanzenarten, die in den antarktischen Riesenhöhlen leben oder aber lebten. Denn das ist auch klar, die DNA-Spuren sind nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass die Lebewesen auch noch heutzutage in den Höhlen existieren. Doch weitere Expeditionen sind in Planung und tatsächlich auch durchaus realistisch, denn nur wenige Kilometer entfernt von Mount Erebus liegt die größte Logistikbasis auf dem antarktischen Kontinent, die McMurdo-Station mit mehr als 1100 Einwohnern, zumindest im Sommer. Zudem vermuten die Forschungsteams, dass auch unter den etwa 15 anderen Vulkanen in der Antarktis Höhlensysteme unter dem Eis zu finden sein müssten. Doch die gilt es noch zu finden und zu erforschen. Jedenfalls macht die Entdeckung des australischen Forschungsteams wieder einmal auf ein neues deutlich, wie wenig wir selbst von unserem Heimatplaneten wissen, auf dem wir leben. Wie viele Orte es noch zu entdecken und zu erforschen gibt. Sehr wahrscheinlich, dass wir noch immer viel zu viele Orte auf der Erde bzw. im ganzen Universum für lebensfeindlich halten, obwohl sie Leben tatsächlich zulassen, wohl genauso wie die unendlichen Weiten des äußeren Sonnensystems. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, Forschungsteams weltweit wissen mittlerweile, dass die Theorie der habitablen Zone überaltert ist und dass biologische Aktivität wie zum Beispiel auf den sogenannten Supererden durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich ist. Denn selbst hier unter den extremsten Bedingungen überhaupt auf der Erde sind die Zutaten für Leben vorhanden. Genauso wie auf dem Saturnmond Enceladus, der im Inneren eben nicht zugefroren ist, wie die Raumsonde Cassini gezeigt hat und wie eigentlich vorher vermutet wurde. Und so belegt die aktuelle Entdeckung der Australier auf ein neues, dass die Bausteine des Lebens fast überall zusammenkommen können und die Indizien für außerirdisches Leben werden immer mehr. Hier bei Klicksum halte ich euch speziell zum Thema außerirdisches Leben immer auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht auf die Glocke. Hier geht es weiter mit außerirdisches Leben auf der Erde. Da geht es um spektakuläre Funde in mexikanischen Höhlen. Also nicht verpassen und draufklicken. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.